kann man eigentlich eine starke Marke entwickeln bzw. aufbauen. Um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen, möchte ich Ihnen erstmal näher bringen, wie sich grundsätzlich so eine Marke aufbaut. Also was ist die sogenannte Markenwirkungskette? Wir haben ja schon gesagt, die wichtigste Intention in eine Marke zu investieren ist, Unternehmenserfolg zu steigern. Das heißt, am Schluss mehr Umsatz zu realisieren. Mehr Umsatz zu realisieren geht nicht, ohne dass ich im Endeffekt auch Investitionen tätige. Ich muss dafür Mitarbeiter beschäftigen, ich muss vielleicht auch mal, wie gesagt, in die Kommunikation investieren, aber es geht noch um viel, viel mehr. Umsatz, weniger Investitionen ist Profit. Und das ist das, worauf der Markenwert aufbaut. Also wenn ich schaue, wie viel mehr Umsatz kann ich durch die Marke realisieren, also wie viel mehr Menge kann ich verkaufen, welchen höheren Preis kann ich realisieren, das kann man messen. Und ich stelle dagegen meine Markeninvestitionen, das ist nicht nur Kommunikation, das ist auch ganz wichtig Vertrieb bzw. Produktentwicklung zum Teil, dann kann ich den Markenprofit ausrechnen. Unternehmerisch gesehen die wichtigste Frage. Jeder Unternehmer möchte mit der Marke Geld verdienen. Übrigens immer unser Einstieg, wenn wir über Marke auch sprechen, wenn es darum geht, wie wichtig ist die Marke eigentlich. Zwischen der Investition im Umsatz, und das ist die große Herausforderung bei der Marke, da steckt was Sie nicht oder nur teilweise direkt steuern können. Da steckt der Mensch, da steckt der Kunde, die Zielgruppe. Und das macht die Sache so ein bisschen schwieriger. Beim Vertrieb können Sie es direkt messen. Es geht jemand zum Kunden, führt ein Verkaufsgespräch und er kommt zurück, hat einen Auftrag oder keinen Auftrag. Relativ einfach. Bei der Marke ist es ungleich schwieriger, weil Sie investieren ja das Geld zunächst mal in verschiedenste Instrumente. Sie machen Kommunikation, Sie haben eine Homepage, klar, Sie haben irgendwo Messeauftritte, all das sind ja Kontaktpunkte, wo Sie mit Ihrem Namen wahrgenommen werden und wo Sie was transportieren können. Aber Sie haben genauso Vertriebsmenschen, die im Markt rumlaufen und mit ihren Kunden sprechen. Sie haben Menschen, die ihre Produkte entwickeln und designen. Auch durch die Produktnutzung beeinflussen Sie ganz maßgeblich die Markenwahrnehmung. Sie haben den Service. Wenn der Service nicht performt, wenn jemand anruft bei Ihrer Hotline oder beim Inhaber und er wird nicht wirklich zuvorkommend bedient, ja, gehen Sie davon aus, haben Sie einen massiven Imageschaden sich eingefahren. Also all diese Menschen sozusagen beeinflussen am Schluss die Markenwahrnehmung. Was passiert im ersten Schritt? Also wir haben hier erstmal die Maßnahmen. Wenn Sie Maßnahmen fahren, schaffen Sie im ersten Schritt Bekanntheit. Das ist schön, das ist nice to have. Aber Bekanntheit alleine verkauft nicht. Denn nur weil jemand weiß, wie Ihr Name, wie Ihr Unternehmen heißt, das heißt es nicht, dass er ein konkretes Vorstellungsbild von diesem Unternehmen hat. Viel wichtiger ist dann die nächste Stufe. Das ist ganz konkret die Wahrnehmung. Das heißt, wenn ich Sie frage und mal Sie bitte die Augen zu schließen und Sie denken an Nivea, haben Sie sofort ein klares Bild im Kopf, wofür Nivea steht. Das geht bei Apollinaris, bei Kraft und so weiter eben auch. Und da kommt nicht nur ein Bild, da kommt vielleicht auch ein Geschmack hoch, da kommt vielleicht irgendwo ein Geruch hoch, die Nivea, die Dose, wie sie sich anfühlt. All das prägt Ihre Markenwahrnehmung. Und je klarer und attraktiver und auch differenzierter Ihr Markenbild ist, desto besser haben Sie auch eine Chance im Endeffekt durch Ihre Marke entsprechend am Schluss das Verhalten zu beeinflussen. Bevor Sie aber direkt im Endeffekt zu dem Thema Verhalten kommen, wo es darum geht, Präferenz zu steigern, kommt noch eine ganz, ganz wichtige Hürde und das ist die Einstellung. Einstellung heißt Sympathie, Vertrauen, Loyalität. Und spätestens an diesem Punkt kriegen wir selbst diejenigen Entscheider, die sagen, Marke ist für uns überhaupt nicht wichtig, wir haben die tollsten Produkte und sind innovativ, das reicht uns vollkommen aus, spätestens an dem Punkt kriegen wir sie. Warum? Da steckt Vertrauen drin. Und ohne Vertrauen geht es nicht. Sie brauchen das Vertrauen Ihrer Kunden. Und wenn Sie die Menschen fragen, wo hängen Sie das Vertrauen auf? Natürlich an dem persönlichen Kontakt, aber insbesondere auch an den Markennamen. Ich vertraue diesem Unternehmen. Und dann kommen wir zum Thema Wertschöpfung. Wenn Sie es dann schaffen, entsprechendes Verhalten zu beeinflussen, das sind konkrete Ziele, zu sagen, ich komme sozusagen ins Relevant Set, also der Kunde kann sich vorstellen, von mir was zu kaufen, dann muss es Ihr Ziel sein, die erste Wahl zu werden. Das heißt, im Durchschnitt macht die Marke etwa 40% des Unternehmenswertes aus. Das heißt mit anderen Worten auch, und selbst im B2B-Bereich ist neben Patenten die Marke das wertvollste Asset, was ein Unternehmen hat.